So, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen Dienstagabend. Genau. Montagsabend. Du weißt gerade runter, ja. Montagsabend, ja. Ja. Ja, wir wollten eigentlich schon mit den neuesten Sherlock Holmes Teil anfangen. Aber wie ihr vielleicht gestern mitbekommen habt, waren wir noch nicht ganz fertig mit Sherlock Holmes Chapter One. Ja. Aber ich schätze mal maximal eine Stunde noch, wenn nicht sogar weniger. Und das machen wir jetzt erstmal noch fertig, bevor wir uns nachher die Ereignisse fehlen zum anderen Teil. Das Genau, ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Genau. Und dann schauen wir mal, wo wir als erstes hin dürfen. Genau. Also kann das sein, dass wir auch das Kostüm schon anziehen müssen? Du kannst das Kostüm schon mal anziehen. Fürst der Finsternis, das Sieht auch geil aus. Ja, Fürst der Finsternis und dann die Maske dazu. Ach du Wahnsinn. Okay, die sieht ein bisschen strange aus, aber okay. Kann man mal machen. Oh yeah. Oh Ach du Gott. Scheiße. Oh Gott. Okay, also so müssen wir aussehen, ne? Genau, so, das sieht ja aus. Das sieht aus wie so eine Nonne. Ja. Aber gut, okay, wir müssen erstmal zum Legacy Theater in Grand Surrey. So, Legacy Theater, war glaube ich. Ne. Hier ist es. Genau. Eingelassen werdet ihr nur, wenn wir das Kostüm der Fürst der Finsternis angezogen haben. Haben wir an, können wir rein. rausgucken, was das andere Seite wahrscheinlich. Ja, wie das letzte Mal ja auch, ne? Das hatten wir schon mal. Obwohl. An der Seite war die Tür zum Reingehen, glaube ich. Da, wo die Kids da ihre Vorführung gemacht hatten. Ich weiß den Hintereingang. Ne, das wird vorne sein, ja. Oder auch nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich beim Legacy Theater. Nee.
Oh, hier steht nämlich. Auf Kurt Menschus Anwesen in der gegenüber der Ach Abteilung. so, okay, wir sollten nur zum Legacy Theater und dann ist das bei Kurt und Mr. Mansons Anwesen. Okay. Aber wo ist das denn dann? Mr. Mansons Anwesen ist hier. Also hier ungefähr rund. Nee, und weiter runter. Noch weiter? Oder weiter? Kann ja nicht. Ach, weil da ist die Kirche. Da ist So, es. das ist Ja, Anwesen. da ist es. Ja? Da in dem grauen Feld. Hier? Hier? Ja. Ja. Dann kann man das hier vorne wieder anweisen. Deswegen sollte man da bestimmt auch nur zum Theater, weil da der Speicherpunkt war. Jetzt laufen wir erstmal so lustig durch die Gegend hier. Als ja, größter Finsternis. Na, das sieht gut aus gemacht. Ah, hier können wir ran. Oh, das sieht richtig cool aus. So. Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. So, dann geht's weiter. So, wir sind da drin. Dieser Anfall ist dekadent, nun nichts für jedermann. Wer mag, kann sich erstmal im Foyer umschauen und ein paar Dinge im Regal anklicken. Enjoy the evening, sir. There Müssen is wir still nicht. plenty of time before the Der grand ist automatisch da finale. reingelaufen. Außerdem lassen sich zwei Personengruppen belauschen. Einmal die beiden Damen rechts neben dem Vorhang. Ja. Video. What if I write an article about these people here? Rechts. Can you help me gather information about Cordona's Die beim Vorhang. elite? Hier. Ja. Do you know what was here before Mancho's family bought it? Das haben keine Frauen, ne? Das sind zwei Frauen. Ich tippe dich wieder an. Warte ganz kurz. Mal kurz lesen. Nach Vorfall entlassen, herzuholen, vorbelastet, diplomatische Krise. Okay? Weiter. 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 Okay, das ist aber nicht das, was es ja nicht sein sollte. Noch Männer. Keine Frauen. Ach hier, doch, das ist richtig. Ja, die kommen erst. Do you know what was here Okay, before? nochmal. Kommen erst. Zu spät. Ja, und dann noch magische Kreise. Do you know what was here? So. Weiter. Weiter. Ja. Weiter. Weiter. Ja. Weiter. Weiter. Ja. Das Grundstück des Anwesens gehörte vor Manichos Familie einem Architekten und Okulisten. Dieser hatte sein Leben der Durchführung eines Rituals aus einem uralten Buch gewidmet. Doch die gewöhnlichen magischen Kreise stellten sich als zu schwach dafür heraus. Aus diesem Grund baute er dieses Herrenhaus. Betrachtet man es genauer, kann man erkennen, dass seine Formen bestimmte magische Symbole entsprechen. Zudem sind in einigen Wänden Hohlräume zu finden. Eines Tages war der Architekt jedoch einfach verschwunden. Einzig ein Häufchen Asche auf dem Boden war von ihm zurückgeblieben. Vielleicht hatte er mit seinem Ritual ja doch Erfolg. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry.
Da One ist ja more noch zwei piece, Frauen, and I ne? can expose these base hedonists. Ja, die sitzen da also, hier bei so einem Weinchen am Tisch. My goodness, Sherlock, they made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gehors at a guess? Und links hinter dem offenen Vorhang in einem Sepier. Okay, das sieht gut aus. Ne, das ist John. Da, ja. Mencios had to enforce the masks after the scandal. So, da brauchen wir Nachfolger von entlassenen Herzog und bloßgestellt diplomatische Krise. Okay. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Ach, noch einer. 4 waren das? Kann sein. Okay, dann nochmal. Gehörte der da drüben auch noch mit dazu? Okay. Na gut. Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Perfekt. Gäste sprachen von einem Skandal während eines der früheren Feste. Vizegouverneur Gordon wurde damals von seiner Gattin ins Spee, einer preußischen Herzogin, mit einigen jungen Männern erwischt. Auch wenn die geplante Hochzeit aus politischen Beweggründen arrangiert worden war, schienen die Gefühle der Herzogin durchaus echt zu sein. Der Vorfall sorgte für eine diplomatische Krise zwischen Cordona und Preußen. Obwohl letztendlich nur einige Protestschreiben aufgetaucht wurden, entließ der Gouverneur seinen Stellvertreter. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. So, das sollte einen Erfolg geben. Ja. Perfekt. Gute Küche. Gut, habt ihr hier unten alles gesehen? Nehmt den pinkfarbenen ausgeleuchteten Weg neben der Bar und trefft einen Vogel. Pink ausgeleuchteten Weg. Da. Ja, da. Okay. Ist mir sonst nichts zur Anbeweisung. Nö. Okay. Sherlock, friend, I wasn't sure you'd come. Geil, dass er ihn erkennt. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. So, was haben wir da? Oh. Das ist total egal. My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do.
Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Ich möchte das Getränk untersuchen. If this solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Okay. Gut. Dann gehen wir mal in den Altarraum. Wo ist der? Er gibt euch den Schlüssel zum Altarraum, wo ihr einen Typen namens Fabio treffen sollt. Seine. Oh. Okay. Okay. Oh. Oh. Oh, Also. sieht nicht so gut aus. My God. Was he here this whole time? So, dann untersuch mal die ganzen Sachen da an ihm. War das korrekt? Ja. Schmetterfighter. Oh, Privatdetektiv. Hier gibt's halt nichts This mehr zu crew beachten tattoo jetzt. partially covers a slave branding. Okay. Ein Sklavenbrand. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. A blunt-force trauma may have suffered an internal hemorrhage. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. The dagger Sieht schon ziemlich eklig aus. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. This golden handle has a bloodstain on it. The wound is deep. A precise strike reached the heart. He died right here. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Hier ist auch noch was. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. This elaborate box must be for the ritual dagger. This elaborate box... This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells... mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony.
Enough cigars to burn down the entire mansion. Blood. A sturdy bottle met a not-so-sturdy human. It didn't break only because it was unopened. An open wound spoiled the carpet. Why don't people tidy up after themselves? Ja, die Beweise haben wir untersucht. Also wenn die Leichen da nicht, hat das ja ganz gemütlich hier ausgesehen. Ja. Mit Leichen ist das manchmal nicht so schön gemütlich, ne? Nee. The pitcher is empty, but with puddles around it. Jo. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Kleine Runde. So, ist auch noch was? Geht nur an. Identical to the robes the guests are wearing. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Okay. Noch mehr Sachen, die wir untersuchen können. Das ist ganz schön viel hier. This is a different ritual. Da gibt's richtig viele Sachen, ja. Ich habe auch schon gesehen. Anweisung für ein Ritual. Ich fand Anweisung für eine Art von Ritual, die mit einer Mitteilung von Mr. Moschino beginnen. Lesen Sie diesen Text und merken Sie sich den Ablauf mit Moschino. Die nackte Frau ist auf den Altar in Blüten gebettet. Sie symbolisiert ja. Die Mutter Erde. Also Gaia, Entschuldigung, Gaia. Die Mutter Erde. Derjenige, der das Ritual leitet, reibt ihren Körper mit Öl ein, um ihre innere Fruchtbarkeit zu erwecken. Die Teilnehmer sollten hier anfangen zu singen, wonach dem Mann rufen, der Gaia zu befriedigen vermag. Dann betritt der Mann, der das Prinzip des Lebens repräsentiert, die Bühne und beginnt den Geschlechtsakt mit der Frau. Ja. Das ist ja toll. Oh. Hat wohl nicht so geklappt. So, Mr. Manchinos Mitteilung. Ignorieren Sie nicht die Gäste Machita und hören Sie auf damit, sie zu langweilen. Sie sollten nichts über ihren Unsinn wissen, sondern hören, wie wundervoll sie sind und wie freizügig sie ihnen gegenüber sein können. Ihre Aufgabe lautet, die Gäste zufriedenzustellen und das Leben zu feiern. Vergessen Sie nicht, jeder Gast zahlt eine betrachtliche Summe, um in ihrer Gesellschaft zu sein. Manchinos. How can anyone accept such behavior? Okay. Haben wir noch was? A useful tool for a disguise arsenal. Haben wir jetzt hier noch was wir noch nicht entdeckt haben?
Bei der Masse gehe ich nochmal durch, ob wir hier irgendwo was übersehen haben. Aber jetzt für Hinweise, oh, jede Menge Hinweise. Super viele. Ja. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts, but I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. And pull yourself together, Werner. Ja. Ja. Wir haben eine Leiche gefunden. Ah nee, wir haben die Leiche gefunden. How did you discover the body? Das sind ja In bestimmte Sachen, between die fragen guzzles of muss man. alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Aber was Fabio. hast du denn gesagt? Ich hab's Came to gelesen. inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh, who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. Muss ich schon was We left the room rekonstruieren? and locked the Noch door. nicht. Then we were Filling time? waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Were you Muss well eh alles acquainted with anklicken, so wie Fabio, der the aussieht. victim? Everyone knew Fabio, Ja. or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Ja, super. Das What stimmt, da hat about er the wohl recht. fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger.
That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? Oh. It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our Er ist auch so ein festivities. Vogel, ne? The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, Am actually. besten ist John hinten in der Ecke gewesen eben. Ja, Ich stehe die ganze Zeit und schüttel mit dem Kopf. so. Aber du hast ja rekonstruieren, aber das durfte ich noch nicht. Ah, hier ist jetzt was noch. Okay. Handabdruck. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. Okay. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. There appear to be no further traces leading to the altar. So, Sherry, do you have any ideas about the Ah, jetzt kann man Perhaps, rekonstruieren. perhaps. Ich hab was gehört. I think I can deduce what happened here. So, dann rekonstruieren wir mal. Nummer 1 ist die Tür. Täter Viel zu schließt tief. den Altarraum von innen ab. Ja. Zweitens, der Täter sticht Fabio am Altar in den Dolch in die Brust. Haben wir. Drittens, der Täter zieht Fabio durch die Raucherlounge und berührt den Sessel mit der linken Hand. Okay. Fünftens, der Täter kippt das Blut im Umkleideraum des Abflusses. Oh, hier muss aber auch was Da sein. ist noch einer. Klatscht ihm so ins Gesicht. Ja. Ah, okay. Ah ja, die Flasche, stimmt. War ja die Flasche. Macht er? Oh Gott. Ja, das sieht gut aus. Ja, warte mal. Das ist die, glaube ich. Das könnte auch passen. Das ist, glaube ich, beides das gleiche. Das andere. Ne, da ist die Hand zu. Jetzt. So, ja. Und hier ist noch so ein Schrank. Und die geht an den Schrank, weil. Ja, passt. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the Sprecht blood. danach mit Werner und beweist die The neuen wardrobe was used to hide the bloody grab Quatsch, from anyone's präsentiert die eyes. neuen Beweise. The killer washed himself and took a clean Well. robe from the hanger before leaving. Are you alright? Die neuen You're on the präsentiert. floor, not moving. I think I know what happened here. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. I know you can untangle this mess. Ich kann dir keine Beweise vorlegen. Ich kann dir jetzt nur das automatisch sagen. Und damit aktualisiert ihr die Fallmappe mit einigen Items. Sprecht Werner erneut an und präsentiert alle gefundenen Beweise. Geht auch nicht. I know you can untangle this mess. Wichtig ist nur der Schlüssel der Tatperson. Fabio war das Opfer eines Ritualmordes. Fabio wurde während des okkulten Rituals auf den Altar geopfert. Oh, sowas hatten wir ja lange nicht mehr. Wir haben schon keinen Hauptfall mehr gemacht. Die Tatperson hatte einen Schlüssel. Die Tatperson muss im Besitz eines Schlüssels gewesen sein, da sie den Altarraum abgeschlossen hat. Korrekt. Weitere Hinweise.
Irgendwer fällt gerade um. Das Ritual diente der Verschleierung. Das Ritual wurde zur Inszenierung, um das wahre Mordmotiv zu verschleiern. Das glaube ich eher. Okay. Mehr gibt's da nicht. Aber wir haben in der Akte noch was Neues. Ein Schlüssel. Jetzt kann ich Beweise präsentieren. Alle oder? Wichtig ist nur der Schlüssel. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, Ding dong entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Da kriegen wir jetzt Code manches Aussehen. Jo. Okay. Geht wieder in die Eingangshalle und haltet Ausschau nach jemandem, der eine Maske mit einem goldenen Stern trägt. Ja. Gemeint ist die Person neben dem Weinbrunnen. Der hier vielleicht. Obwohl. Hat den goldenen Stern. Ja, so Sterne am Kopf. Ich will nur einen ansprechen, oder? Nur, wir müssen herauskriegen, wer das ist. Jemand, wer wird das sein? Dürfte angespannt sein. Angespannt, ja. Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a Wann du den sweet Stern im voice you Gesicht hast. have. Hat er, auf da Must oben sind belong doch Sterne. to a handsome young man. Can I call you Auf der Maske in grün da As oben. you wish, Sterne. Mr. Manchios. Ja, dann stand auf Mr. Sterne. Vogel asked me to help you. Ausschau nach The jemandem, body der in eine the Maske altar mit room einem requires goldenen answers Stern and trägt. quickly. I suspect Ja, the das hat der murderer to still Leitfaden. be here. What? Lower your voice. I don't want Geht alle anyone to Dialogoptionen hear durch us. und fragt Sanchez, bevor die Polizei ihr anlegt. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos. Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with Er them? hat ja irgendwie was zu Of essen. course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests Dieser somewhere, Manchester and Panchetti hat ja irgendwie Santos... was zu essen. Oh, Was yes. Italienisches. He will be busy Ja. with the Panchetti. servants. Hast du schon wieder Hunger? Or the cook. Panchetti What's that Nudeln. noise? What's going on? Oh. Was ist hier los? Freeze, filth. You're under arrest. Keine Bewegung. Mhm. Oha! Da sind die Spaßbremsen wieder. Ja, im Haus.
Da wird YouTube sich wieder freuen. Ja, und jetzt haben wir ja wohl denken. Das ist Schweinsee, oder nicht? Keine Ahnung. Ja, schön. Da freut sich YouTube auf jeden Fall. Und Sherlock auch. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we had Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? Kannten meine Mutter. Die kannten meine Mutter. You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Ich hab mir eine Abmachung. Oder was? Ganz egal eigentlich. Sicher? Ja. Ich hab deine Abmachung. Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Okay. Let me get Dadurch this straight. verschwinden viele Einträge aus der Are you Fallmappe, listening die to me, ohnehin man? nicht mehr benötigt I'm all werden. ears. Es tauchen Take dafür this neue case. auf. Report Wow. to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. Jo. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Alle Hinweise halten. Genau. Sobald Constable verschwunden ist, nehmt ihr den Tisch in Augenschein. Hier gibt es 4 Hinweise. Nach der Aussage eines Zeugens, eine Leiche als Folge eines satanistischen Rituals aufgefunden zu haben, wurde eine Razzia auf dem Menschenanwesen genehmigt. Sie führte zur Festnahme mehrerer verdächtigten Personen und zur Auslösung der Abendgesellschaft, deren Gäste in Masken und Roben zugegen waren. Sie konnten beim Vollzug unstrittiger und widernatürlicher Handlungen auf frischer Tat ertappt werden. Der Leichnam des Tatopfers wurde liegend und mit einer Stichwunde in der Brust auf einem Altar vorgefunden. Die Beamten identifizierten das Opfer als Fabio, 20 Jahre alt, Österreicher, örtlicher Darstellungskünstler. Festgenommene Verdächtige: Werner Vogel. In Werner Vogels Besitz fanden sich ein in bayerischen Ton verfasster Brief aus der Feder des Tatopfers. Werner Vogel behauptet, den Leichnam gefunden zu haben. Er ist berüchtigt für seinen exzentrischen Charakter. Sherlock Holmes trug die Tatwaffe, ein Dolch mit dem Blut des Tatopfers sowie einen weiteren Beweisgegenstand bei sich. Er war von einer der anderen verdächtigten Personen, Werner Vogel, eingeladen worden, vermutlich um die polizeilichen Ermittlungen zu behindern.
Karl Menschens, Eigentümer des Anwesens und Veranstalter der satanistischen Zusammenkunft, er hatte das Tatopfer für die Teilnahme am Ritual bezahlt. Als Eigentümer des Anwesens hatte er Zugang zum Tatort. Mastia, Partnerin des Tatopfers und Teilnehmerin am Ritual. Sie versuchte zu fliehen und widersetzte sich der Festnahme. Bei ihr fanden die Beamten ein Buch mit einer Beschreibung des Rituals, das im Altarraum durchgeführt wurde. Einige der Gäste wurden für eine weitere Befragung in Gewahrsam genommen. Okay. Einmal ein Schlüsselbund. Ein Schlüssel. Back on track to solve the case. Auf die Verhörräume. Hiermit möchte ich Santos Penchi einen Mordfall auf dem Anwesen von Kurt Menches in Grants melden. Während der Vorbereitung für die heutige Abendgesellschaft hörte ich laute Geräusche aus einem verschlossenen Nebenzimmer. Ich betrat den Raum und sah den Wänden überall Blutflecken an seltsamen Symbolen. Außerdem steckte in der Brust des Toten ein Dolch. Es kann sich dabei nur um das Opferritual handeln, geleitet von Kurt Menschens persönlich. Sobald ich wieder in der Lage war, klar zu denken, eilte ich auf die Polizeiwache, um den Vorfall zu melden. Eine Polizeistreife wurde nach Erhalt dieses Schriftstück zum berichten Tatort geschickt, während der Zeuge die Wache verließ und nach Hause ging. Tschüss. Wer sich im Besitz dieses Beweismittelscheins befindet, berechtigt alle Beweismittel des Falls mit dem Aktenzeichen 6260 einzusehen. Okay. Nun wird Zeit für Gedankenspiele. Ja, dann machen wir das mal. Abwandern. Mr. Pinchetti ist der Hofmeister. Achso, ja, mach du. Mr. Pinchetti ist ein Verdächtiger. Mr. Pinchetti ist ein Verdächtiger, der verhaftet und verhört werden muss. Er sagte nicht, dass er einen Schlüssel hat. Ich würde sagen. Was denn? Ja, ich würde sagen, der ist auch sehr verdächtig, finde ich. Natürlich. Geht noch nichts. Nö. Okay. Dann verlasst den Zellenraum. Geht in Zelle 6, sprecht mit Mastia, die hier steht. So. Look, I found Werner. Zelle 6. 6. Das so. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. Oh, was war das für ein Grafikfehler? But it's a mere shell that will die eine. someday. Just like Fabio. Mein Beileid. Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Jo, kann man machen. Wir beobachten sie erstmal, würde ich Genau. sagen. Echo, Gaming-Zeit. Einfach opulente und Tätowierung. Tätowiert sich selbst. Okay. Abgerissene Fingernägel. Nervös. Abgebissen wahrscheinlich. Alte und heilende Schnitte. Sich selbst zugefügt. Was ich hier noch? Namen von Ketten. Alt und kaum noch sichtbar. Brandzeichen. Mit Brenneisen eingebrannt. Und hier haben wir noch was am Hals. Blutige Blutergüsse. Vor kurzem erlitten. Losgelöst von ihrem Körper. Ja? Mhm. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true.
Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Gordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. Ja, du kannst ihn noch weiter befragen. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Okay. Jetzt gehen wir rüber in Zelle 5. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers, the new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Ja, dann untersuchen wir den auch nochmal, ne? Trägt Schminke. Okay. Wusch sich in Eil die Hände. Oh. Was? Er hat sich in Eil die Hände gewaschen. Hochwertiges poliertes Leder, sehr teuer. Und was haben wir hier noch? Rote Punkt, der Ausschlag von Haarfärbemittel. Okay, er möchte also nicht grau sein. Was haben wir dann da? Der Weg sein wahres Alter? Ja, das hätte ich auch genommen, ja. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. I'd like to know who you usually invite to your parties.
Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I've no idea about that. I've no idea about that. That's not something I know much about. I've no idea about that. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Werner, are you all right? Oh, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Ja, das ist auch egal. Kannst du entscheiden, wie du möchtest. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. Ja. Und dann auch hier das Protokoll der Zeugenaussage. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti. Do I know him? The major domo of the manor. He cleans up after you? Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. So, jetzt geht in die andere Richtung nach oben.
Betretet das Archiv. Auf der rechten Seite, wo Constable Oswald ebenfalls Beweise für euch hat. Den Beweis präsentieren? Mr. Pinecci ist ein Verdächtigter. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. Geh in Zelle They 7, brought him in, wo Mr. jetzt... Holmes. Achso, na Quatsch. Here's the key to interrogation room number 7. Okay. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Na gut. Sollen wir im Archiv jetzt noch was Nee, nachgucken? einfach nur... Um mit ihm zu reden. Ja, er wollte, dass du dann in Zelle 7 gehst danach. 7. Da sind auf jeden Fall die Schlüssel I recognize the key from the altar room among these. und ein Brief. Eine kurze Notiz, die dem Testament beigefügt wurde, lautet: Santos, mein närrischer Vollpelz, du hast mich angefleht, dich in einem Testament zu berücksichtigen, und das habe ich hiermit getan. Anbei die aktuelle Verfassung meines Testaments. Wort. Ein Auszug aus dem Testament lautet: Santos Pinchetti, Haushofmeister der Manchios Anwesen, erhält ein Glas Bartwitsche und eine Salzlampe, damit er sich stets an seine vorsorgliche Arbeitgeber Podmenches erinnert. Das ist ja super. Das ist ja richtig nett. Ja. Okay, sonst haben wir ja nichts zum Untersuchen. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Machen wir wieder. Schuppenflechte oder Allergie. Ja. Geflickte Löcher, mehrmals repariert. Gefärbte Stoff mehrfach nachgefärbt. Haben wir hier unten? Blut. In Blut getreten. Finanzielle Schwierigkeiten. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? Do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Beweise präsentieren? Kann sie das Opfer nicht? Du brauchst nur Beweise präsentieren. Und dann Testament vorlegen. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love. Cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad?
You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of her maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Kannten Sie das Opfer? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. So, Gedankenspiel auf jeden Fall mal wieder. Mal gucken, was wir haben. Genau. Oh, jede Menge. Fabio verletzte Mustiker bei der Handgreiflichen in der Raucherlund. Verletzte Fabio Mustiker. Mr. Pinchetti übersah den Blutfleck. Santos Pinetti übersah den Blutfleck seitlich auf seinen Schuh, als er sich nach dem Mord wusch. Mr. Manchento machte sich nur frisch. Und Manchento machte sich für die Aufschweifung frisch. Farbe verletzte Mitglieder bei den Handgreiflichkeiten in der Raucherlunge. Achso. Mitglieder wurde von Gästen verletzt. Er litt Verletzungen, da stürmische Gäste der armen Gesellschaft grob mit ihr umgingen. Mr. Pinetti hoffte vergeblich auf Erbe. Tante Pinetti arbeitete unter miserablen Bedingungen für Mr. Mantiu, weil er hoffte zu erben, vergeblich. Ja, was haben wir hier? Mr. Mantiu trat versehentlich im Blut. Tante Pinetti trat womöglich versehentlich in eine Blutlache, als er den Tatort entdeckte. Na, mal sehen. Haben wir nicht? Wir sind noch nicht fertig. Mr. Manchetti wusch sich nach dem Mord. Mr. Manchetti wusch sich nach Fabios Ermordung das Blut ab. Ja. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal zu Mr. Manchetto und legen ihm auch nochmal das Testament vor. Oh Gott. Ja, hier war auch nicht, wo war denn jetzt noch? Oh Gott. Ja. Da ist er. In der 5. Ja. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him.
He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my Alter, die life since the Netzwerke. death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Oh, das ist ja dann Okay, nett. dann gehen wir jetzt einmal in das Foyer der Polizeiwache. Und dann auf den dahinter zur Asservatenkammer. Was hier noch? Hier nicht. Hier? Good day. Your ticket, please, if you want me to help Ja. you. Ah, Holen wir den Beweismittelschein vor. Da ist er. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. okay. In den 3 Schubladen gibt es insgesamt 9 Hinweise pro Behälter. Ja, guck mal. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. Genau den Punkt treffen, ne? All the Also, keys of the ganz mansion genau. on one golden ring. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Dieser Brief befindet sich im Beweismittelbehälter von Werner Vogel. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie können Ihre Verbitterten einfach nicht im Zaun halten, zumindest nicht in meiner Nähe. Für mich ist es ein viel zu großes Risiko geworden, solch ein Verhalten einfach hinzunehmen. Es geht niemandem etwas an, mit wem ich rede, spiele und zusammen bin. Da hat sich niemand einzumischen. Lasse mir nicht alles gefallen, wie Matista. Sie bezahlen mich, aber deswegen bin ich noch lange nicht Ihr Eigentum. Natürlich werde ich Ihre großzügigen Geschenke behalten, auch wenn Sie Ihren letzten fürchterlichen Ausbruch nicht ungeschehen machen können. Ich verlasse Sie. Matista wird aber bleiben. Fabio. Not the time for privacy. Werner's personal sketchbook. An emergency kit for boredom. Ein Buch? That's not for bedtime reading. Bei der Festnahme von Matista fand die Polizei diese okkulte Buch in ihrer Tasche. Dem Exilbris zufolge stammt das Buch aus Mr. Manchos Bibliothek. Es beinhaltet Illustrationen und Beschreibungen eines Rituals, das mit dem Ritual auf Mr. Manchos Anwesen ähnelt. Bereits den nackten Körper der kürzlich verstorbenen Person vor. Male Symbole der Planeten Mars und Venus auf, um die Kraft, die du besitzt, zu verstärken und dir die Kraft der männlichen und weiblichen Natur zunutze zu machen. Durchbohre das Herz der Person mit einem goldenen Dolch, um das Blut entweichen zu lassen, das dich nicht liebt. Male ein Symbol auf, das deine Liebe repräsentiert. Sage, während du auf die Wiedergeburt wartest, die Zauberformel auf. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Her key to the altar room. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Thank you, officer. Okay. Okay, die schaltet den Eintrag Die Macht der Liebe, Blut und Alraune frei. Sollen wir einheften, oder? Ja. Jetzt wird es Zeit für Gedankenspiele. So müsstet ihr die Gedankenspiele setzen. Die Tatperson wünscht sich... Achso.
War der Brief für Mr. Mancino gedacht? Tanto Pinchos Aussagen und der Inhalt des Briefes deuten darauf hin, dass der Brief für Kurt Mancino bestimmt war. Ja, bei anderes kann man nichts machen. Nee. Ja. So. Nach der Verknüpfung könnt ihr noch einmal mit den Leuten in den Zellen sprechen und Beweise vorlegen. Matista springt auf das Buch Die Macht der Liebe und auf Fabios Brief an. Warte mal. Also die Frau erstmal, ja? Ja. Hier ist ja eine alte. Die Macht der Liebe. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. Oh. Dann haben wir noch einmal Brief von Fabius. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Ja, jetzt musst du sie wegen dem Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Fabius Brief, ne? Einmal das Buch, einmal hier Buch der... Ja. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Okay. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. So, dann gehen wir mal zu Werner. Und dann schmeißen wir mal nochmal den Brief vor. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. Okay. Okay, danke. Schlussfolgerung. Ja, erstmal machen wir jetzt Können wir hier. die erstmal alle zusammen basteln? Matista vollzog womöglich ein Ritual.
Bautista vollzog mit Fabio womöglich ein Ritual, um seine Liebe für sie neu zu entfachen. Fabio brach Mr. Machito das Herz. Fabio brach Kurt Machito das Herz. Im Rauschen nahm Vogel den Brief an sich. Während der Vogel nahm den Brief an sich, als er unter Einfluss verschiedener berauschender Substanzen stand. Machito schob Vogel den Brief zu. Kurt Machito steckte den Brief in Werners Tasche, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Okay. Also Mr. Machito muss auf jeden Fall der Mörder sein. Aber schon erreicht. Sehr gut. Dann gehst du jetzt einmal in seine lustige Zelle und musst ihn da beschuldigen. Ja? Ja. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Bautista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. Eigentlich alles, ne? Eigentlich total egal. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful. And Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. Ja, siehst du? Man muss eh alles anquatschen, You ne? can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. Das war Mord aus, warte mal. Vorsätzlich nicht aus Leidenschaft. Ja. Moment. Ja. Wichtig ist nachher, was wir rausgeben, wenn wir ihn beschuldigen. Egal. Ja, mach einfach vorsätzlicher Mord. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved. Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Bautista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it.
I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. Okay. So, kannst du ihn jetzt direkt beschuldigen? Direkt in der Zelle, also wenn du ihn ansprichst und dann beschuldigen? I can't believe you dared to accuse me. Beschuldigt die gewählte Person direkt in der Zelle und schließt den Fall bei konstant bla 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 ab. Achso, dann müssen wir den abschließen. Wo ist der Constable? Der in seinem tollen Büro bestimmt vorne. Ja. I have a name for you. Kurt Manchios. Is that so? The master of the Sabbath? The man himself. Mr. Manchios couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Okay. Brauchten den noch nicht mal direkt beschuldigen, ne? So, jetzt haben wir noch 3. Folgen. Haben wir das leere Haus und Auslose das Aufarbeitung. ist ja hier mit Mama, ne? Wo hat die Beweisung gelegt? Hier. So. Polizeibericht Nummer 0743. Als die Beamten eintrafen, fanden sich die Verstorbene, die als Mrs. Violet Holmes identifiziert wurde, tot im Garten des Anwesens Stonewood Manor vor. Eine erste Untersuchung der Leiche ergab, dass sie völlig durchnässt war und einen tiefen vertikalen Einschnitt im Halsbereich von 2 Zolllängen aufwies. Ihr Gesicht war aufgedunsten und mit roten Flecken übersät. Vermutete Todesursache Sauerstoffuntersorgung und der Versorgung. Eine Bestätigung durch den Gerichtsmediziner steht allerdings noch aus. Der Hauptverdächtige, Dr. Otto Richter, wurde am Tatort festgenommen. Die Leiche wurde für eine Autopsie abtransportiert. Garden. Okay. There's a garden behind our manor. How could I Da forget? müssen wir hin. That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Ja. So, ganz wichtig. Sprecht nochmal mit Werner Vogel. Der ist raus, ne? Wo ist der denn? Ja, sie sollte, also hier steht, sprecht mit dem Vogel beim Verlassen der Polizeiwache. Und macht euch auf den Rückweg. Oh, you Anwesen, did wo it, die Sherlock! Geschichte The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Ein akzeptables Resultat. It was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth.
Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? I take your point. There are some limits on us all, some compromises we must make. Despite my best efforts, we cannot remain entirely objective. I didn't want to sadden you, Sherlock, only to make you think beyond your boundaries. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. So. So, weiter geht's. Ja, aber hier noch nicht alle Sachen, ja. Naja, fehlt noch was, ne? Also ich liebe die Sachen. Jo, wir speichern erstmal. Sicher ist sicher. Ja, besser ist. So. Vielleicht jetzt? Noch keine neuen Sachen in den Luxuswaren, ne? Ne. Mutter ist ertrunken. Meine Mutter ist ertrunken. Ihre Halsverletzung konnte eine letzte Demütigung des Täters oder erste Hilfe gewesen sein. Mutter ist nicht ertrunken. Der Schnitt an Mutters Hals war ein versuchter Luftschreinschnitt. Bei Ertrinken wäre dies jedoch zwecklos gewesen. Gute Frage. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch was. So, mich macht das gerade so ein bisschen skeptisch, wo sind denn die Luxuswarenhändler? Wir haben noch 2 oder 3 Sachen, ne? Oder 4 sogar, ne?
Ja, aber da kommen wir aber noch nicht, kommen wir noch nicht dran. Das ist ja das Problem. Normalerweise, wenn da neue Sachen sind, sind da rote Punkte. Sogar noch einen neuen Ort entdeckt. Ja. The best antiques in the district. Sorry, I've nothing to offer you at present. Er hat nichts. Der hat auf jeden Fall schon mal nichts. One man's trash. I've nothing left in stock. Ja, doch nichts mehr. Worst clothes at the best price. A fresh newspaper? I wish you pleasant reading. All fresh issues are sold out. Refresh your... Sorry, I've nothing...
I'm afraid I have nothing to offer. Don't miss out on my unique clothes.
The best antiques in the district. Sorry, I've nothing to offer you at present. Could you help me? There is no amount of money that would make me talk. Help me, please. Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking, about what, and dressed as what? Of course. Think it over. Take your time. May I ask you something? There is no amount of money that would make me talk.
Now it looks exactly like it was a day. So, wenn wir jetzt sagen... Ah, okay. Ja. Decade ago. I can almost feel the memories hitting me. Aber... Ja. Da passiert nichts. Fehlt bestimmt halt noch was. Da war noch was. Ja. Oh, I remember now. I never liked the way the books were sorted on these shelves. That you didn't. Your brother often struggled to find his reading materials after our visits. Als wir noch in Stonewood Manor gelebt hatten, haben Sherry und ich immer gerne die Kuriositätensammlung bezeugt. Manchmal wurde ihm dabei langweilig und er begann, alle Bücher im Zimmer nach seinem eigenen System umzusortieren. Er sagte, so würde man leichter fündig werden. Doch Mycroft sah das Ganze immer völlig anders. Das letzte Mal, als Mycroft ein Buch nicht finden konnte, hielt er uns eine Stunde lang eine Stammpauke und verdonnerte uns dazu, die Bücher wieder so einzusortieren, wie sie vorher waren. Naja. Was denn? Jetzt muss der rote Punkt weg. Aber es ist aber... Mhm. Dann gehen wir mal ins Kinderzimmer. Da oben, ne? Da oben, ja. Wo war das Kinderzimmer denn noch? I can sense an Ja. incoming memory, Sherry. Ah. Sag ich doch, weil er doch gesagt hatte, er hat einen I was so imaginären frustrated Freund. to find only one bed in this room. Mycroft initially refused to bring another for you. Wir haben wirklich ein Bett aufgestellt. Das war After a wirklich ein week-long richtiges Bett. dispute, he gave in. Bett aufgestellt. What a stubborn man. How well do you think he would sleep without a bed? Kurz nach unserer Ankunft auf Cordona hatten Sherry und Mycroft Streit wegen des Mobiliars. Ich brauchte einen Schlafplatz, doch in unserem Zimmer stand nur ein Bett. Ungeheuerlich. Es war ein steiniger Weg, seinen großen Bruder von einem zweiten Bett zu überzeugen. Doch nachdem Sherry eine Woche lang keine Ruhe gegeben hatte, gab Mycroft schließlich nach und ich wurde stolzer Besitzer eines eigenen Bettes. Das ist ja geil. One of your early sketches of me. And a rather unflattering one at that. Just look Okay. at my nose. So hat er John gemalt gehabt. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple... Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Okay. Ja. Dann hätte ich gesagt, Endspurt. vielleicht muss nur ein Erfolg. Jawohl. Dann gehen wir mal In den Garten. in den Garten. Wo ist denn jetzt John hin? Da. Ja. Der bleibt bei uns. Okay, da ist er. Okay. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. Wir müssen es zu Ende bringen, ja. John, my animal, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago.
I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Yeah. Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you forgot it for your own good. So vom Garten geradeaus bis hin zum Teich. Oh, haben wir hier? Mother? Okay. Oh. That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here? Okay. Come here, Sherry. Hurry! Man kann leider nicht mal, was sie sagen. Da Ne? muss irgendwo ein Fläschchen sein. Was auf dem Beistelltisch steht. Ah ja, hier. These must help calm her down. What are you thinking about? Is everything all right? Okay, also neue Gedankenspiele. Oh je. Risiko von Nebenwirkungen. Dr. Richter testete Tester Mutter unkonventionelle Medikamente und Behandlungsmethoden mit wirklichen Nebenwirkungen. Erhöhte Verträglichkeit. Mutter nahm häufig Beruhigungsmittel ein, um ihr Körper daran zu gewöhnen. Sie konnten also nicht gefährlich gewesen sein. Ja. Eine allergische Reaktion. Mutter zeigte eine unerwartete allergische Reaktion auf ihre Medizin und sie erstickte. Okay. So, jetzt sollen wir Richtung Pavillon laufen. Don't go, Mother, wait. Nicht da? Ein Buch? Ja, ein Buch. I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Okay. Dann hat er wieder Rückblick. Folgt der Rückblende, klickt ihr links auf das Artefakt, was rechts auf dem Schreibtisch liegt. Here it is. We'll just borrow it for a while.
Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. Hä? Will ich noch was machen? Folgt dem Gespräch zwischen Meister und Dr. Richter. Charlotte, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs me. No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Oh, God. Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. Sherlock, I'm here. Come closer. Ja? Wo ist sie? Da vorne. Sherry, Ah, come here, darling. er sitzt im Rollstuhl. Oh, I'm waiting for you. Coming, Mother. was? Komm wieder weg. This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Okay. Oh, okay. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. Hast du sie bewegt? As you wish, Mum. Ja. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. Okay, da bist noch ein kleiner Junge. But I like it. Ja. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No, don't you dare say such things. You are a liar like all the others. Mother! Don't call me that. You aren't fooling me. No! Mom, it hurts! My son would never lie. Mom, stop! Who are you? Reveal yourself. Please, stop! It's me, Sherlock! Ja, durch ihre Krankheit und Medikamente passiert, ne? Oh, Scheiße. Oh, shit.
Okay. Mutter versuchte mich umzubringen. Meine Mutter versuchte mich im Teich des Gartens von Stonewood Manor zu ertrinken. Ach du Scheiße. John und ich sind die Schuldigen. Meine Mutter starb infolge einer Reaktion, ausgelöst von den Beruhigungsmitteln im Morgentee, den wir ihr gebracht hatten. Dr. Richter wollte sie retten, doch Minecraft machte ihn für ihren Tod verantwortlich und nicht John und mich. Minecraft beschuldigte Dr. Richter. Als Minecraft Dr. Richter sah, machte er ihn für den Tod unserer Mutter verantwortlich. Tja. Ja. Das ist ja jetzt spannend. Scheiße. Gehen wir da noch ein anderes Ergebnis raus? Okay, meine Mutter wurde ertränkt. Jemand ertränkte meine Mutter entweder aus Versehen oder mit Absicht. Dr. Richter ist der Schuldige. Der Dr. Richter ertränkte meine Mutter. Minecraft beschuldigte ihn des Mordes, aber es ist unklar, ob Dr. Richter wirklich vorsätzlich gehandelt hat. Ja, das andere ist auch geil. Es war ein Unfall. Der Arzt Dr. Richter ertränkte meine Mutter unwiderlich beim Versuch, mich zu retten. Er führte noch erfolglos einen Luftröhrenschnitt durch. Mycroft verschleierte die Wahrheit und beschuldigte Dr. Richter, um mich zu beschützen. Ja, ich würde sagen... Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist ganz egal, was wir jetzt drücken, das Spiel ist dann zu Ende. Frage ist halt, was ist die richtige Antwort? Es gibt keine richtige Antwort. Das ist jetzt so, wie du das Spiel empfunden hast. Tja, John ist ja eigentlich nur entstanden, weil Sherlock sich alleine gefühlt hat. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt mal wieder das andere machen, ne? Also ich würde persönlich gar keinem die Schuld geben. Ich würde sagen, es war ein Unfall. Also sie hat dich versucht zu ertränken und ist dann durch einen epileptischen Anfall ist sie ins Wasser gefallen. Und dort ertrunken. Weil ein kleiner Junge konnte sich ja gar nicht wehren. Aber beide Aussagen, ne? Ja. Mit dem Luftröhrenschnitt ergibt ja bei beiden keinen Sinn. Die Mutter war ja bei vollem Bewusstsein. Also die ist ja nicht... Sie hat ihn ja versucht zu ertränken und dieses hier ist... Hat ja keine allergische Reaktion darauf vorgeführt. Klar, aber es war ja an ihrem Hals, war ja ein Schnitt erkenntlich. Ja, aber der Schnitt... Pass auf, der Schnitt ist ja... Wenn du jetzt sagst... Also ich glaube, sie hat so viel Schmerztabletten genommen, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr geht. So, also... Würde ich sagen. So, und ich würde sagen, seine Mutter wurde ertränkt, weil er hat ja... Also ich glaube, wenn da nicht einer eingegriffen hätte, wäre Sherlock tot gewesen. Definitiv. Und ich würde sagen, der Dr. Richter ist der Schuldige, aber er ertränkte meine Mutter, Minecraft beschuldigte ihn des Mordes. Es war aber unklar, ob Dr. Richter wirklich vorsätzlich gehandelt hat. Und es war ein Unfall. Der Arzt Dr. Richter ertränkte meine Mutter unwillentlich bei einem Versuch, mich zu retten. Also ich glaube, das ist so anders. Weil sie hat halt in ihrem geistigen Zustand vergessen, dass der Vater tot ist. Also Sherlock hat sie darauf hingewiesen. Und dadurch ist sie durchgedreht. Oh. Im Endeffekt ist es ganz egal, was wir anklicken. Nee, mir ist das nicht egal. Sondern... Also das aber unterschied auch dann, so versuchte mich zu retten. Er führte noch erfolglos einen Luftröhrenschnitt durch. Also um sie zu retten. Ja.
Aber klar, er musste sie wahrscheinlich unter Wasser drücken, damit sie Sherlock loslässt. Hätte er nie losgelassen. Weil warum sollte sie jetzt ausgerechnet eine allergische Reaktion kriegen, in dem Fall, wo sie durchdreht und ihn ins Wasser drückt? Aber dann ist es ja kein vorsätzlicher Mord, dann war es ein Unfall. Ja, es war ein Unfall. Also ich würde auf jeden Fall auf Unfall tendieren. Ja, das meinte ich ja vorhin. Deswegen ist er auch nicht verurteilt worden am Ende. Weil sonst hätten die ihn ja auch nicht vor Gericht gestellt. Ja, also das war ja das, was ich sagte. Also wenn wirklich Ausland, das ist ein Unfall gewesen. Er hat das nicht vorsätzlich gemacht. Nee, das hat er auch nicht gemacht. Hallo Max, einen wunderschönen guten Abend. Vielen lieben Dank für deine Raid und willkommen an alle Raider. Genau. Hi Marc. Wir sind gerade danke für deinen Raid. kurz vor dem Ende angekommen hier. Sherlock Holmes Chapter One. Ja. Wir müssen leider Gottes noch die entscheidende große Frage machen hier. Wir debattieren hier gerade Wir sind noch über am Überlegen. Jegliches Ende ist grausam. Hi Eviline und hi Art Bass Art Shooting. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Da werden wir mal ernsthaft überlegt, dass wir eigentlich heute schon den neuesten Teil spielen wollten und wir sind immer noch im alten Teil. Ja, aber gleich nicht mehr. Ne, gleich nicht mehr, das stimmt. Moin Max. Na, hi, hi. wie geht's euch? Wie war euer Ostern? Alles gut überstanden? Also ich wäre für den Unfall. Ja, mach den Unfall. Hätte ich auch gesagt. Dies ist deine letzte Entscheidung. Bist du mit deiner Wahl sicher? Du kannst nach dem Bestätigen nichts rückgängig machen. Ja, bestätigen wir. Ja, dann ist das so. Die Batterien des Sherlock. Controllers sind beinahe leer. Das ist ja sehr Sherlock. passend. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry, You knew, and more than that, you hid it from me. you couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John. A fiction. A crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock, What? are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. The truth I couldn't bear. But now I must face it. Jetzt ist er weg. Sherlock, what are you doing? You kept me in the dark and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long. And worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter was trying to save her, but you decided he deserved to take the fall. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. You were so fragile. I could not. I just couldn't. I chose us over him. Komm zurück, Max. You know, for once I believe you. Perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. Naja.
Ernsthaft? I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. What's so funny? I am talking to myself, John. Oh. I think I was hurt Da wurde regardless. sich schon seit We Anfang made a an good team, gespielt. eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. Terrorized a few too, I suppose. I think I may go so far as to say, Sherry, that I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. You don't need me anymore. I know. Scheiße. I will miss you all the same. I don't want you to go. Oh, jetzt verletzt ihn. Jetzt bin ich traurig. Yes. Wow. You do. Goodbye, John. Ja. Na gut, er war ja vorher auch die ganze Zeit alleine. Naja. War eigentlich nur eine reine Einbildung gewesen. Jawohl! 50 Gs! Erinnere dich an alles. Und Sherlock, wie er leibt und lebt. Jawollo! 1000 G! Es war ein langer Weg. Und wir haben ihn geschafft. Ah, wir haben auch heute ein Spiel beendet und ein neues gestartet. Sehr geil. Okay, was habt ihr gespielt? Genau. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. Wir sind keine Freunde. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a book. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, Van? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Hold me responsible for his end. Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. Überleg mal, er hat ihn eigentlich nur auf den richtigen Weg gewiesen. Ja, hat er auch. Ach, guck an. You really are beautiful. Was? My brother returned to London soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments.
I suppose he seeks solace in the empirical truth of a chemical test. I am afraid for him. His evenings are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. I saved my brother. He will never forgive me. Ja. Layers of 4 beendet und in Little Nightmares gestartet. Okay. Beides gute Spiele. I found it. I found Little it. Nightmares I habe ich auch noch found gar it. nicht gespielt. And what is that? How far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street. Wer ist der gute Herr? Suit us down to the ground. You don't mind the smell of Natürlich. tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. But those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rouse? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. Das war so klar. Oh, John Watson. Ja. Ja, geil. Da wussten sie also schon, dass sie einen zweiten Teil bringen werden. Mega. Das Spiel war sehr, 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 sehr lang. Es war sehr, 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 sehr anstrengend. Aber es war sehr, 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 sehr gut. Ja, Also, definitiv. zum Schluss auf jeden Fall viel aufgeklärt. Ich glaube, wir haben jetzt. Ja. Wir haben eigentlich gedacht, wir haben maximal eine Stunde noch. Wir haben ja gestern schon überzogen, damit wir gedacht haben, wir schaffen das mal alles fertig. Und jetzt haben wir fast 3 wieder. Und jetzt haben wir schon wieder 3 Stunden gespielt für den letzten Rest, in Anführungszeichen. Das war nicht gerade mal ein Fall und das Ende. Aber ich sag mal, das Ende war wirklich verdammt gut jetzt. Also ich fand, es war wirklich rund aufgeklärt jetzt. Aber Ja, halt die Story und so war verdammt lang gezogen. Ne? Es war sehr, sehr langwierig, das Ganze. Durch die Open World war es so lang. Aber trotzdem mega. Und es war halt nicht mein allerliebster Lieblings-Sherlock Holmes Teil. Da gibt es also Teile, die ich wesentlich besser fand. Aber der war gut. Genau. Und ja, morgen geht es auf jeden Fall weiter mit Awaked. Ja, definitiv. Ich glaube, das starten wir heute nicht mehr. Es ist 10:30. Leck mich am Arsch, ey. Wahnsinn, ne? Alter Schwede, das war überhaupt nicht so geplant heute. Aber gut, egal. Das Spiel ist durch. Wir haben 1000 Gamerscore. Das ist das Wichtigste eigentlich an der ganzen Geschichte. Wir haben echt so lange... Es waren wirklich, das Üble ist auch, es waren so viele
verpassbare Folge in dem Game. Wahnsinnig, unglaublich viele verpassbare Folge. Also wenn ihr das wirklich auf 1000 haben möchtet, dann müsst ihr nachher definitiv mit Leitfaden spielen. Ja, wir haben den ganzen Anfang und so als komplett ohne Leitfaden. Und irgendwann haben wir gesehen, so und jetzt erreichen wir den Punkt, wo wir echt die Grenzen da waren. Wo wir echt einen Leitfaden zugreifen müssen, sonst hat sich ja wahrscheinlich erstmal noch in gefühlt 100 Jahre gezogen, das Game, weil da waren Schatzsuchen, die wirklich, keine Ahnung, wie auch immer gelöst werden sollten, weil es war einfach nur ein Bild und du hättest es wissen müssen, wo in dieser Open Welt dieses Bild ist und dann vielleicht, wo dieser Gegenstand noch zu finden ist, also... Keine Hinweise, nichts. Nee. Stellt euch vor, die GTA-Karte und in irgendeinem Haus liegt eine Kiste. Viel Spaß beim Suchen. Ja, das war schon... Also das war schon ein bisschen crazy. Aber sonst muss ich sagen, eine runde Sache. Es wurde alles aufgeklärt. Man ist hier nicht im Dunkeln gelassen worden zum Schluss. Wir wissen jetzt, wer im neuen Teil mit an Sherlocks Seite kämpfen wird. Ja, und das John. Also John. Natürlich. Nicht wer dabei ist, aber dafür John. Richtig. Das fand ich geil, dass sie das so gemacht haben. Echt cool. Ja, wie gesagt, wenn ihr das Game noch nicht gezockt habt, auf jeden Fall einmal spielen. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt 17 Stunden? 5 Stunden? 19 Stunden? Nee, ich glaube länger. Keine Ahnung. Gefühl kam es mir vor wie 30, 40 Stunden. Das waren auf jeden Fall ein paar Stunden. Gut, dann lassen wir die Credits noch gemütlich durchlaufen, hören noch ein bisschen die schöne Musik. YouTube wird schon wieder quit. Die gleich, wollte ich gerade sagen, die gleich wieder von YouTube gesperrt wird dann. Und ja. Ja. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas machen. Eine halbe Stündchen haben wir noch. Aber ein neues Spiel anfangen wäre scheiße. Ja, wir könnten noch ein bisschen Dracula, oder müssen wir erstmal die Konsole umstellen? Dracula? Ja. Wir müssen ja komplett auf Englisch stellen, damit wir vielleicht das Rätsel lesen können. Ach so. Gute Frage. Mal sehen, wie lange der Abspann noch ist. Wir können ja mal spielen. Nein! Lass den Abspann durchlaufen. Wir können ihn auch überspringen. Da unten steht A. Ich weiß. So überspringen. Aber Little Nightmares, Max macht auf jeden Fall mega Bock. Ich habe beide Teile gespielt. Ich habe beide Teile durchgespielt. Und die sind echt gut. Ich mag dieses kleine Männchen in seinem Regenmäntelchen. Das ist so cool. Und Layers of 4, den ersten habe ich auch gespielt, den zweiten habe ich nie durchgespielt. Oh, war's schon. Ja. Und du hast nicht übersprungen. Ich habe nicht übersprungen. Sehr gut. Weißt du? Ging auch ohne überspringen. Ja, sehr Genau. geil. Da haben wir es nochmal. 1000 Gamerscore. Schön. Ja. Sehr gut. Schöner Knackpunkt gewesen, das Spiel. Ich weiß gar nicht, auch mal sehen, wie viele Stunden die kann man noch nicht sehen, ne? Wenn du auf Laden gehst, müsste er dir das eigentlich anzeigen, ne? Nee, da zeigt er keine zeigt er Uhrzeit nicht an. Schade. Ne, wenn, müsste man die ganzen Videos jetzt alle zusammenrechnen. Aber da habe ich keine Lust zu. Also jetzt nicht. Nee, das schon. Dankeschön, lieber Bot.
Für meine Treue. Ja, genau. Herrlich. Oh Gott. Hat es mir gerade angezeigt. Ich musste einfach drauf drücken. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, ob wir noch irgendwas da sind. Ja, wir sagen, wir machen jetzt uns mal ganz kurz. Wir lassen die schöne Musik noch mal kurz laufen. Ja, ich hätte gesagt, wir machen auf jeden Fall mal eben den Stream aus und dann gucken wir mal. Ja, so. Oh, oder so. Können wir auch machen. Dann machen wir jetzt einmal... Weil wenn wir nämlich doch ein Ding zu spielen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall hier die Konsole mal eben ausmachen. Ja, doch. Neu starten. Einmal wechseln. Genau. Ja, wir wechseln einmal und dann würde ich sagen, sind wir gleich wieder da. Genau. Bis gleich.